Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich mal gern den Late-Game-Spielern unter euch zeigen, was man noch so alles im Late-Game von Hypixel Skyblock machen kann, während man sehnsüchtig auf das Dungeon-Update wartet. Grundsätzlich kann man natürlich versuchen, sich auf das Dungeon-Update vorzubereiten. Da über das Dungeon-Update aber noch nichts wirklich Genaues bekannt ist, kann ich euch dort auch nur empfehlen, dass ihr möglichst versucht, gute Ausrüstung zu bekommen, wobei jeder für sich selber entscheiden muss, ob es wirklich eine Superior-Rüstung sein muss oder ob vielleicht doch nur eine Strong-Rüstung mit einem Tarantula-Helm reicht. Wo wir gerade von Ausrüstung sprechen, ist natürlich auch sehr sinnvoll, so viele Talismane wie möglich zu farmen, bevor das Dungeon-Update kommt. Und ich würde auch noch jedem empfehlen, der sich aufs Dungeon-Update möglichst gut vorbereiten will, möglichst viele Coins anzusparen, denn die neuen Items werden bestimmt nicht billig und wenn ihr sie euch zeitig kaufen wollt, können ein paar Millionen mehr auf dem Konto auf jeden Fall nicht schaden. Die weiteren Vorschläge, welche ich euch nun nenne, sind jetzt nicht direkt im Hinblick auf das Dungeon-Update gerichtet, sondern vielmehr Vorschläge für die Late-Game-Spieler, die nicht so recht wissen, was sie derzeit in Hypixel Skyblock machen sollen. An erster Stelle würde ich dabei jedem empfehlen, weitere Minion-Slots zu grinden, denn Minion-Slots sind wirklich sehr gut, denn die Minions arbeiten auch für euch, wenn ihr selber mal keine Lust habt, Hypixel Skyblock zu spielen. Und 19 Minion-Slots sind wirklich für jeden erreichbar, der wirklich im Late-Game ist, denn dafür gibt es ja auch schon einige Guides und man kann ja fast alle Items für die Minions kaufen. Wenn ihr keine Lust habt, Millionen von Coins in Minion-Slots reinzustecken, könnt ihr auch noch Collections maxen, denn diese sind aus gleich 3 verschiedenen Gründen sehr nützlich. Wobei der erste Grund der ersichtlichste ist, da ihr, wenn ihr die Collections maxt, jedes Item selber craften müsst und keine anderen Leute mehr fragen müsst, welche euch dann vielleicht sogar die Materialien scannen. Der zweite Grund ist, dass ihr dann gleich die neuen Items, falls sie irgendwann mal rauskommen, craften könnt, wie beispielsweise der Lack-Talisman und sie nicht selber kaufen müsst, da sie am Anfang auch noch recht teuer sein werden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die neuen Items dann sogar direkt verkaufen, um etwas Gewinn zu machen. Und der dritte Grund, warum Collections maxen auch noch sehr nützlich wäre für Late-Game-Spieler ist, dass man manche Collections sogar über die momentane Grenze hinaus grinden sollte. Hauptsächlich würde das auf Redstone zutreffen, da in Zukunft vielleicht noch ein weiteres Upgrade für den Accessory Bag hinzugefügt wird und dann habt ihr gleich die Erweiterung und könnt dort eure Talismane lagern, ohne euer gesamtes Inventar für Talismane zu benutzen. Aber auch die Gold Collection für weitere Bank-Upgrades wäre nützlich und wer ein bisschen spekulieren möchte, kann natürlich auch die Obsidian Collection weiterleveln, weil vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch ein weiteres Ender Chest Upgrade. Dann besteht noch die Möglichkeit für Late-Game-Spieler, dass man seine ganzen Skills maxt, wobei ich da die meisten Skills eher nicht so wichtig einschätzen würde, außer vielleicht das Combat Skill und das Foraging Skill. Aber selbst bei den beiden nützlichen Skills wird der Aufwand ab einem gewissen Level so hoch, dass es sich meiner Meinung nach nicht lohnt, die Skills großartig weiter über Level 20 zu leveln, da man dann stundenlang für gerade mal 2 Stärke mehr grinden muss. Aber wenn das nichts ausmacht, der kann ja gerne stundenlang im Park Holzfarmen gehen. Wo wir gerade vom Grinden sprechen, darf natürlich auch nicht das Slayer-Grinden fehlen, denn das schätze ich sogar noch sinnvoller ein, als Skill zu grinden, denn hier habt ihr gleich 3 positive Effekte. Bei einem levelt ihr ganz passiv euren Combat-Skill, zum anderen schaltet ihr mehr oder weniger nützliche Items frei, wie beispielsweise den Mana-Flux-Orb, welcher auch im Hinblick auf das Dungeon-Update sehr nützlich werden könnte, und ihr bekommt auch ab und zu, wenn ihr dann mal das nächste Level beim Slayer erreicht, einen passiven Stat, welcher auch ganz nützlich sein kann. Und für die Late-Game-Spieler, die schon genug gegrindet haben oder die einfach keine Lust haben auf Grinden, können natürlich auch Sachen auf ihrer Insel bauen, wobei ihr dort auch wieder 2 Möglichkeiten habt. Zu einem könnt ihr entweder Farmen für alles Mögliche bauen, was man so in Hypixel Skyblock farmen kann, oder ihr gestaltet eure Insel etwas schöner. Und wenn ihr nicht so genau wisst, wie ihr etwas hübscher in Hypixel Skyblock bauen könnt, dann kann ich euch auch demnächst mal ein paar Bautipps speziell für Hypixel Skyblock geben. Ansonsten könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr derzeit so in Hypixel Skyblock macht. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.